willkommen in meiner Küche. Heute backe ich Plätzchen und zwar recht einfache und unspektakulär aussehende Mandelkekse. Sie mögen unscheinbar daherkommen, sie schmecken aber ganz hervorragend. Sie sind knusprig und haben ein wunderbares Aroma gerösteter Mandeln. Wenn ihr eure Keksdose öffnet, wird euch ein Duft von Butter entgegenkommen. Zunächst werden die Mandeln enthäutet und dann geröstet. Zum Rösten gebe ich sie auf ein Blech und für 15 bis 20 Minuten in den auf 160 Grad Celsius vorgeheizten Ofen. Sie sollten leicht braun werden. Anschließend werden sie gemahlen. In meine Rührschüssel gebe ich 4 Eigelbe und 200 Gramm Butter, die ich in kleine Würfel geschnitten habe. Beides lasse ich durchrühren, bis eine einigermaßen homogene Masse entstanden ist. Obwohl das mit zimmerwarmer Butter schneller geht, nehme ich trotzdem kalte Butter, denn ich finde, dass ihr Aroma so besser erhalten bleibt. Anschließend kommt der Zucker dazu und wird so lange gerührt, bis eine gleichmäßige Konsistenz entstanden ist. Nun füge ich die Mandeln dazu, lasse auch sie ein wenig einarbeiten, bevor ich das Mehl hineingebe. Für einen ausgefallenen Geschmack und vollendete Knusprigkeit sorgen zum Abschluss noch 4 Esslöffel weißer Rum, die ebenfalls zur Masse gegeben werden. Alles wird durchgeknetet, bis eine Bindung entsteht und sobald das der Fall ist, sofort mit dem Kneten aufgehört. Der Teig ist weich, da die Butter anfangs weich gerührt worden ist. Das ist aber richtig so. Er schmeckt schon jetzt sehr gut. Man kann ihn sofort weiterverarbeiten oder eine halbe Stunde im Kühlschrank durchkühlen lassen. Ich rolle ihn immer zwischen 2 Blättern Backpapier auf eine Stärke von 4 mm aus. Zwischendurch wende ich das Papier und ziehe es vom Teig ab, da es faltig geworden ist. Ich streiche es glatt und arbeite weiter. Trotz dieses Aufwandes ist es sinnvoll, so vorzugehen, da man so vermeidet, weiteres Mehl in den Teig einzuarbeiten. Das würde die Konsistenz der Plätzchen verändern und das will ich natürlich nicht. Ich arbeite hier mit einem Nudelholz, das rechts und links 2 orangefarbene Silikonringe dieser Stärke befestigt hat. So erhalte ich mehr oder weniger automatisch die richtige Teigdicke. Wer kein so ein Luxusnudelholz hat, legt sich rechts und links vom Teig 2 Holzstäbchen der benötigten Stärke und hat dann den gleichen Effekt. Ich zeige das hier mit einem anderen Teig. So, mein Teig ist ausgerollt, jetzt muss ich ihn nur noch ausstechen. Das mache ich mit einem Metallbecher. Ein Glas würde auch gehen, der Becher hier hat aber eine sehr schöne dünne Schnittkante, was von Vorteil ist. Außerdem liegt er gut in der Hand. Der Vorzug von Halbmonden ist, dass man sie nacheinander ausstechen kann und keinen Zwischenraum zwischen den einzelnen Plätzchen lassen muss. Das stellt eine enorme Zeitersparnis dar, da man nicht ständig den Teig wieder aufs Neue ausrollen muss. Die Plätzchen lege ich auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und zwar mit einem sehr geringen Abstand, denn sie laufen beim Backen nicht auseinander. Der Teig reicht für 3 Bleche, wenn man sie eng legt. Gebacken werden sie für 15 Minuten bei 170 Grad. Das kann aber von Ofen zu Ofen variieren. Zum Auskühlen werden sie auf ein Kuchengitter gelegt und anschließend in eine Keksdose, am besten aus Metall. Auch hier ist die Halbmondform sehr praktisch, da sie sich in einer runden Dose perfekt ineinander fügen. Frisch schmecken sie schon sehr gut, aber noch besser schmecken sie nach ein paar Tagen und sie halten sich mehrere Wochen. Sie kommen recht unscheinbar daher, aber sie haben es in sich. Ich hoffe, ihr probiert dieses Rezept einmal aus und empfehlt meinen Kanal euren Freunden weiter. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Backen und Naschen!